Von Torfhaus über den Brocken nach Bad Harzburg. Ich habe 24 Kilometer vor mir und das Ziel ist es, das Ganze unter 5 Stunden zu schaffen. Bei 0 Grad ist das eine gnadenlose Pace über die gesamte Distanz. Die wahre Wette: hält mein Körper diese Geschwindigkeit bei diesen eiskalten Bedingungen über die gesamte Strecke durch? Bleibt dran, um zu sehen, wie hart dieser einsame Kampf gegen die Zeit wirklich wird und ob ich es schaffe, in unter 5 Stunden in Bad Harzburg anzukommen. Ich bin's wieder, Mike. Heute bin ich in Torfhaus gestartet und mache eine kleine Brockenüberquerung. Mein Zielort ist heute dann Bad Harzburg. Das sind gut 25 Kilometer. Ich habe jetzt schon 1,3, 1,4 Kilometer hinter mir. Es sind noch gut 5 Kilometer bis hoch zum Brocken. Vielleicht sind es auch 6 Kilometer, ich weiß es jetzt nicht so genau. Ich befinde mich jetzt hier gerade auf dem Goetheweg. Was kann man zu Goethe sagen? Da fällt mir spontan ein, Erfolg hat 3 Buchstaben, TUN. Was bedeutet denn eigentlich Erfolg? Erfolgt, also setzt das ja immer eine Handlung raus. Bad Harzburg wird heute folgen. Das ist dann mein Ergebnis, mein Resultat dieser kleinen Wanderung hier. Ja, ich freue mich dann schon gleich, wenn ich oben bin. Der Brocken hat ja, glaube ich, irgendwie 300 Nebeltage im Jahr und ich werde heute einfach dort oben in einer richtig fetten Nebelwand stehen. Ich finde es mega geil. Auch geil, vor 1 Kilometer stand schon auf dem Schild 6,5 Kilometer. So, irgendwas stimmt hier doch nicht. Dann haben wir hinter uns. Aktuell laufe ich 5 km/h. Ja, habe jetzt 2 Kilometer zurückgelegt. Ja, wie man jetzt auf dem Schild sehen konnte, noch 6,5 Kilometer. Bin gespannt, was dann auf dem nächsten Schild stehen wird. Denke, dass ich ohne Pause auf jeden Fall hochziehen werde. Jetzt noch mal ein bisschen Gas geben. Okay, dann bis später. Und damit herzlich willkommen, immer noch auf dem Goetheweg, auf dem Weg zum Brocken. Wir haben es jetzt 10:37 Uhr. Ich bin vor 39 Minuten gestartet, also so etwa gegen 10 Uhr in Torfhaus. Ich habe jetzt insgesamt 3,35 Kilometer zurückgelegt. Ich habe noch 20 Kilometer vor mir. Aktueller Pace liegt bei 5 km/h. Mein Durchschnitt ist auf 5,1 km/h runtergegangen. Ich habe im Rucksack noch eine ganz normale Regenjacke und einen Fleece-Pullover drin. Es kann sein, dass ich das gleich gegen die Winterjacke tauschen werde. Ich habe unter der Winterjacke einfach nur ein Thermo-T-Shirt. Als ich losgelaufen bin, war mir wirklich sehr kalt. Ich habe dann gesagt, ich laufe mal erst mal 30 Minuten und gucke, inwiefern ich mich hier aufwärme. Ja, und jetzt merke ich gerade, also ich bin heize langsam richtig auf und ich fange auch an zu schwitzen. Naja, ich warte jetzt bis zur nächsten Schutzhütte, falls eine kommt, ob ich mich dann noch mal einmal umziehen werde. Die Frage ist halt wirklich, ob das täuscht. Ich denke, oben auf dem Brocken wird es wieder sehr windig sein. Ich muss mir Gedanken dazu machen. Ja, okay, bis gleich. So, herzlich willkommen immer noch hier auf dem Goetheweg, aber jetzt im Teil von Sachsen-Anhalt. Ihr habt ja auch gerade eben schon in der Einblendung den Grenzstein gesehen. Ich befinde mich jetzt hier in der Schutzhütte. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, meine Winterjacke gegen Fleece-Pullover und Regenjacke zu tauschen. Mir ist pisswarm. Mein T-Shirt ist auch schon ein bisschen, hat sich der Schweiß schon ein bisschen gesammelt. Ich habe das versucht jetzt so ein bisschen auszulüften. Und wenn es nicht geht, dann kann ich ja wieder tauschen. Aber ich denke, wenn ich jetzt weitergehe gleich, dann heizt ich wieder auf und dann habe ich, glaube ich, die perfekte Temperatur. Ja, hier haben wir auch den Stempelkasten 136. Ich sammle heute aber keine Stempel. Das mache ich mit meinen Kindern zusammen. Ja, warum jetzt die letzte Zeit keine Videos kamen, das erzähle ich später dann nochmal. Ja, meine Kinder sind heute in der Schule, heute ist Montag. Genau, aber Stempel sammeln tue ich nicht. Und jetzt geht es hier auch weiter. Ich glaube, hier unten ist irgendwo auch das Eckermoor. Hier laufen ganz viele kleine Bäche, wie der Königsbach zum Beispiel, in die Äcker rein.
Ne, hier ist ja auch das Eckerloch unterhalb vom Brocken. Die fließt dann zur Eckertalsperre und von der Eckertalsperre zieht sich die Ecker auch als Grenze zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt durch den Harz und fließt dann bei Schladen in Wiedela in die Oker rein. Ja, die Oker wieder. Ja, jetzt geht's weiter. Oh, ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht. Ich habe gerade auch noch mal schnell ein Brötchen gesnackt. Ich glaube, 10 Minuten habe ich da jetzt gebraucht mit Umziehen. Ja, was habe ich jetzt? Ich habe jetzt 4,2, 4,3 Kilometer hinter mir. Ich glaube, 3 Kilometer bin ich auf dem Brocken. 19 Kilometer verbleibend. 19,4 um genau zu sein. 50 Minuten in Bewegung. Ja, laut Komoot noch 3,5 Stunden. Ja, mal sehen, ob ich das schaffe. Ich habe Komoot bei der Planung auf die schnellste Geschwindigkeit eingestellt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Komoot recht hat, dass man das schafft. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aktuell befinde ich mich auf 900 Meter Höhe laut Komoot. Das heißt also 150 Meter habe ich noch. Dann sehen wir uns gleich. Herzlich willkommen in the fog. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich glaube, ich habe hier 30, 40 Meter, vielleicht 50 Meter Sichtweite. Umso näher ich zum Brocken komme, umso glatter wird auch der Weg hier. Ich denke, jetzt hier passiert nicht mehr viel. Wir sehen uns dann gleich oben auf dem Brocken oder schon früher. Wer weiß. Also bis gleich. So, ich weiß gar nicht, ob man mich hört. Ich bin angekommen, 1142 Meter. Du bist um die Kurve rumgekommen und da ging direkt der Wind, der pfeift. Ich gehe jetzt auch direkt hier weiter, ich will mich hier gar nicht lange aufhalten. Sehen tut man sowieso nichts, aber es ist unheimlich geil, diese Extremwetterlage. Ich habe hier, hoffentlich sinke ich jetzt nicht ein. Heilige Scheiße, ich glaube, ich muss auch hier lang. Die Schneeverwehungen, ich sinke hier direkt erstmal gut 20 Zentimeter in Schnee rein. Wow. So, jetzt geht's weiter Richtung Bad Harzburg. Ich weiß nicht, ich glaube, ich mache gleich, sobald ich aus dem Wind draußen bin, mache ich weiter. Mein Mikrofon friert auch ein, auf der Kamera bildet sich Eis. Sobald der Wind hier ein bisschen nachlässt, mache ich dann ein paar Fakten, wo es jetzt hier lang geht, wie es mir geht. Auf jeden Fall bis gleich. Herzlich willkommen hier auf dem Hördenstieg. Der Brocken liegt schon wieder ein paar Meter hinter mir. Ich weiß nicht, ob man das jetzt da oben hören konnte. Ich weiß nicht, der Windpuschel, Windpömpel, keine Ahnung, der ist mir auf jeden Fall weggefroren, der ist voller Eis. Ich hoffe, ich mache mir mein Mikrofon nicht kaputt. Kann sein, dass ich das gleich tauschen werde. Ich habe noch ein zweites dabei. So, brutal windig, Schneeverwehung. Ich stand gerade bis zu den Knien auf dem Rückweg jetzt direkt den Hördenstieg runter, bis zu den Knien im Schnee drin. Haben mich beinahe gepackt, meine Kamera eingefroren von außen. Mega geil, mega geil. Ich liebe es. Ultra. Am liebsten würde ich noch mal gleich zurück und noch eine Runde drehen. Macht auf jeden Fall Spaß. Naja, aber ich habe ja eine Wette mit mir selbst. Ich will das Ganze hier unter 5 Stunden schaffen. Ich habe jetzt aktuell einen Durchschnitt von 4,9 km/h und aktuell laufe ich 6. Gehe natürlich jetzt bergab. Ich habe zurückgelegt 9,1 Kilometer. 14,6 Kilometer habe ich vor mir noch. Bin jetzt 1 Stunde 50 in Bewegung. Ja, laut Komoot brauche ich noch 2,5 Stunden bis nach Bad Harzburg zum Bahnhof. Ja, würde ich ja direkt in die Zeit reinliegen. Naja, das wären aber für mich 15 Kilometer. Bei 5 km/h bräuchte ich aber tatsächlich noch 3 Stunden. Und unterwegs in Bewegung bin ich jetzt Stunde 50, Stunde 52. Das würden 4 Stunden 52 Minuten sein. Würde ich aktuell 8 Minuten drunter bleiben. Naja, ich bin gespannt. Ich habe jetzt hier gerade einen anderen Wanderer getroffen gehabt. Der ist den Hördenstieg hochgegangen zum Brocken und will zum Torfhaus zurück. Also genau andersrum wie ich. Der sagte, hier wird es gleich richtig wild glatt. Ob ich da 5 km/h
halten kann, das wird sich dann rausstellen. Also, bleibt dran. Willkommen hier auf dem Heinrich-Heine-Weg. So, der Abstieg, der geht ultramäßig in die scheiß Knie rein. Was ihr ja nicht wisst, ich weiß gar nicht, oh Gott, wie lange ist das her? Oh, ich meine, ich muss 16 gewesen sein, 17. 2006, 2007, ist ja auch scheißegal, wie lange das her ist. Da saß ich als Sozius auf dem Motorrad drauf. Wir wollten in Wolfenbüttel vor den Bahnschienen, wollten wir so rechts zu so einem Dönerladen rein. Und die Bahnschienen waren halt unten. Die Autos haben da halt in der Schlange gestanden und wir mussten ja gar nicht die Bahnschienen überqueren. Und ich sagte dann damals zu meinem Kumpel da, Kai, komm, fahr mal rechts an den Autos vorbei. Wir wollen doch gar nicht über die Schienen. Und hat er dann auch gemacht, ne? Gesagt, getan. Fahren dann so ganz langsam rechts an den Autos vorbei. Dann hat ein Beifahrer seine Autotür geöffnet. Kai war mit seinem Oberkörper und Bein an der Autotür vorbei. Und ich hatte die Kante von der Tür in meiner Kniescheibe drin stecken gehabt. Das so gar nicht gemerkt. Es hat einmal ganz kurz so, bam, so richtig Rums gemacht. Rettungswagen kam, Krankenhaus. Da ist so ein Sack drin, so ein Bindsack oder so, keine Ahnung, wie das heißt. Den wollten sie eigentlich rausnehmen. Da war ich aber nicht so der Fan von, dass man mir jetzt irgendwie Körperteile entfernt. Und ich wollte gerne diesen Sack, der sorgt für Flüssigkeit, ne? Und ich wollte gerne, dass der da drinnen bleibt. Alles ambulant zugenäht. Ja, und hier merke ich gerade richtig, wie das in das Knie reingeht. Das ist schon brutal. Schmerzt ein bisschen, aber werde ich überleben. Einfach weitermachen. So, was ist denn der nächste Spot hier? Eckartalsperre. So, da werde ich jetzt hingehen. Bis gleich. Herzlich willkommen hier am Schafenstein, glaube ich. Da hinten, ich glaube, da kann man einkehren. Das tue ich heute nicht. Ich hoffe, dass auf dem Weg noch mal eine Bank kommt oder so, wo ich mal kurz meinen Rucksack abstellen kann, was trinken kann. Ich habe, glaube ich, jetzt erst 200 Milliliter Wasser getrunken oder so bis hierher. Durst habe ich jetzt noch nicht so wirklich, nur ich habe jetzt auch geschwitzt und muss ein bisschen neues Wasser zurück. Und eine Cola. Ich will gerne eine Cola trinken. Die habe ich auch mit dabei. Schöne Dose Weihnachtscola, so ein Santa Claus drauf. Ja, die gebe ich mir gleich bei der nächsten Bank. So, herzlich willkommen hier an der Bank. Ich habe hier meine Cola schon offen, die werde ich mir jetzt schön gönnen und sie verköstigen. So eine schöne Santa Cola, auf jeden Fall, geht immer. Ja, und dann werde ich mich auf den Weg machen auf die letzten 10 Kilometer. Ja, was ich noch sagen wollte, warum jetzt in den letzten 3 Wochen kein Video mehr gekommen ist. Erst war ich fies krank. Ich bin immer noch erkältet und richtig festsitzenden Husten und ja, muss jetzt kommen, ne? Sind die Kinder, ich bin gesund, die Kinder werden krank. Ja, und den muss ich ja nicht bringen mit den Kindern dann irgendwie, die krank wandern gehen und so. Ist ein bisschen blöd. Ja, und dann war ich gesund. Ich musste natürlich auch wieder arbeiten. Ich bin freiberuflicher Softwareentwickler. Das ist natürlich scheiße. Ich kalkuliere das immer mit ein, dass ich mal auch mal krank werde, ist ja klar. Ne? Aber das muss ich natürlich dann trotzdem auch irgendwie nachholen. Ist immer schwer. Ja, und dann muss ich ja mal, das war wichtiger. Und jetzt habe ich mir ein bisschen gut die nächsten paar Tage auch reingearbeitet und jetzt kann ich ja mal Vollgas geben. So, ich gönne mir jetzt meine Cola. Und dann gibt es noch mal ein leckeres Brot und ein selbstgebackenes Sonnenblumenkernbrot. Naja, selbstgebacken, ne? Backmischung auf, Wasser drauf, bisschen durchrühren im Backofen. Ja, ist aber selbstgebacken, ne? Genau. Schmeckt auf jeden Fall besser. Ja, genau. Und dann werden wir uns dann gleich wahrscheinlich an der Eckartalsperre wiedersehen. Bis dahin. Herzlich willkommen an der Eckartalsperre. Und ja, hätte ich jetzt natürlich die beste Gelegenheit gehabt, die 1 schon mal direkt einzusammeln. Aber das tue ich ja nicht. Das habe ich meinen Kindern versprochen. Ich sammle keine Stempel ohne sie. Herzlich willkommen hier an dieser wunderschönen Talsperre. Ja, und hier geht es dann weiter. Ne?
Da geht es unten raus Richtung Oker. Genau, in Wiedela bei Schladen. Ich habe jetzt insgesamt 15,4 Kilometer zurückgelegt. 8 Kilometer sind noch verbleibend. In 1 Stunde und 4 Minuten fährt mein Zug. Und ich halte es für utopisch, dass ich plötzlich 8,4 km/h laufen kann. Ich habe aber natürlich auch keine Lust, eine Stunde irgendwie in Bad Harzburg rumzuhängen. Bad Harzburg kann einfach nichts. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier eine Stunde machen soll. Ich bin jetzt seit 3 Stunden unterwegs. Im Prinzip habe ich noch genau 2 Stunden. 2 Stunden habe ich noch. Die schaffe ich ja wohl locker, glaube ich. Ja, vielleicht. Weiß ja nicht, was noch passiert. Ne? Vielleicht lege ich mich ja noch oder so. Mein aktueller Durchschnitt ist jetzt bei 5,2. Also ich bin wieder nach oben. Ne? Ich war vorhin bergauf bei 4,9 im Durchschnitt. Jetzt bin ich bei 5,2. Ja, ist schwer hochzutreiben. Ne? Ich laufe jetzt gerade 5,1. Aber es liegt auch schon wieder, weil ich hier zusammen mit euch laufe. Ja, ich würde schon gerne bis zum Bahnhof laufen, damit ich die 25 Kilometer voll bekomme. Ich habe aber auch wiederum keine Lust, irgendwie eine Stunde da jetzt rumzuhängen. Ich werde mal gucken. Hotel Sela, da weiß ich, da müsste um 14:30 Uhr ein Bus fahren. Dann sind es halt einfach 2 Kilometer bei nächster Möglichkeit weniger. Geradeaus. Dafür habe ich dann aber auch nur 50 Minuten, weniger wie 50 Minuten. 50. Muss ich jetzt hier die Treppe? Ja, geht ja nur die Treppe hoch. Ne? Ja, sehen wir gleich. Ja, ich glaube, werde ich mir jetzt immer überlegen. Stunde rumhängen oder Bus nehmen. Abkürzung. Fühlt sich ein bisschen an wie Selbstbetrug. Aber naja, werde ich gleich sehen. Also, ja, dann bleibt noch dran, um herauszufinden, ob ich jetzt mit dem Bus fahre und abkürze oder ob ich die Stunde Wartezeit in Kauf nehme. Also, bis gleich. Betriebsgelände Unbefugten ist Betreten verboten. Komoot hat gesagt, du musst rechts abbiegen. Ja, und das habe ich auch getan. Aber als eben dieses Schild gekommen ist, da habe ich mir irgendwie Gedanken gerade gemacht. Da ich so, hä? Da ich so, oh. Komoot hat mich hier eine zu früh runtergeschickt. Ja, ich bin von da oben hier so runtergekommen. Und Komoot sagt dann hier, jetzt rechts. Ja, da tue ich natürlich genau das. Ich gehe hier rechts. Hatte ich ja natürlich noch mal ein paar Höhenmeter. Komoot meinte natürlich hier rechts. Und das tue ich jetzt. Sieht ein bisschen wild aus, aber naja, wird schon passen. Ne? Ich mag das ja persönlich. Ne? Ich habe heute keine Kinder dabei. Dann passt das. Wenn ich mich lege, dann lege ich mich halt. So, ja, dann geht's weiter. Also. Laut Komoot heißt das hier Teufelsstieg und das Ding kann was. Also ich bin jetzt gerade einmal dran vorbeigelaufen, musste dann aber 200 Meter wieder zurücklaufen bergauf. Und jetzt soll ich hier oben durch so einen Single Trail durchlaufen. Jetzt hätte ich mich beinahe gelegt, ne? Das hättet ihr gerne gesehen. Die kann was, die Strecke hier. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass der Weg zum Brocken hoch, dass der was kann, da kommt was Cooles. Aber ich weiß nicht, warum der Brocken so gehypt ist. Also ich war heute das erste Mal auf meinem Brocken. Ich bin 35. Ich bin hier in der Region aufgewachsen. Als Kind, als Jugendlicher, das hat mich hier nie interessiert, der Harz tatsächlich. Immer nur höher, weiter, schneller, weiter weg. Aber hier der Harz vor der Haustür, das hat mich nicht interessiert. Das kam erst, ich bin dann 2013, glaube ich, bin ich weggezogen. Da bin ich an die Ostsee gezogen. Da ist mir aufgefallen, ey Mensch, du wohnst jetzt so weit weg, du warst noch nie im Harz, auf dem Brocken. Dann bin ich nach Leipzig gezogen. Wir noch mal an die Ostsee zurück, habe ich noch ein Jahr in Stralsund gewohnt und dann bin ich 2018 zurückgekommen hier. Dann hatte ich aber die Erfahrung, Mensch, der Harz, der war vor deiner Haustür. Ja, aber hat jetzt noch mal ein paar Jahre gedauert, bis ich da hochgegangen bin. Und das Einzige, was ich heute tatsächlich so geil fand, war die Extremwetterlage. Bin mir sicher, das geht noch viel extremer. Da hätte ich Bock. Aber irgendwie bei schönem Wetter da hoch, ja, hast eine Aussicht.
weiß nicht. Ich mag das eher so rough, schroff. Und da gibt es im Harz doch schon einiges. Ne? So Felsen, Klippen, steile Wände, so Single Trails wie das jetzt hier. Das mag ich. Extrem, bisschen anspruchsvoller, schwerer. Was einen halt auch fordert, kaputt macht. Da habe ich Bock drauf. Das kann ich natürlich mit den Kindern nicht machen, aber alleine kann ich es machen. Ja, das wären dann eher so die Touren für mich in Harz. Auf dem Brocken, ja, da gehe ich mit meinen Kindern noch mal hin. Für die ist das natürlich spektakulär. Ne? Da ist so dieser eine Riese, den man immer sieht. Der ist natürlich auch mythisch. Ne? Bibi Blocksberg, da kennen sie das natürlich auch aus dem Hörbuch, ne? Und aus den Serien, was sie da gucken. Da geht es ja auch um den Blocksberg. Boah, hier geht es gut hoch. Schöne Blätter hier, Laubboden, Eis da drunter. Wow, geil. Oh, mega. Ja, genau, daher kennen die das. Und für die ist das natürlich sehr mystisch. Ist er auch. Der steht immer im Nebel, 300 Tage im Jahr. Mystisch ist er. Und mystisch ist es auch, wenn du bei Nebel oben bist. Definitiv, aber die Strecke da hoch, wahrscheinlich so von Ilsenborg. Das ist wahrscheinlich so ein richtiger Traumfahrt. Ne? Und Ilsenborg da hoch. Oder hier jetzt genau andersrum, wie ich heute gelaufen bin. Aber dann würde ich eher Bad Harzburg, Brockenüberquerung und dann nach Schierke. Ja, ich glaube, es ist dann Eckerlochstieg. Das kann was, aber von Torfhaus, nee, muss ich nicht normal machen. Und Brocken selber, ich weiß nicht, warum der so gehypt ist. Jetzt im Winter ist natürlich schön, da sind nicht so viele Leute oben. Aber naja, im Sommer muss ich da nicht hoch, dann sind mir zu viele Menschen. Klar, ich gehöre mit zu den Menschen. Ne? Sagt ja wahrscheinlich jemand anderes zu mir auch und sagt, oh nee, Menschen, oh, ich habe mich gefreut, ich bin alleine. Ja, aber so ist das. Ne? Ich mag Menschenmengen nicht. Aber ich habe die Wege ja auch nicht gepachtet. Ne? Also von daher, so soll es nicht falsch rüberkommen. Naja, so, jetzt habe ich schon ja viel zu viel gelabert. Wahrscheinlich hast du auch vorgespult. Ist vollkommen okay. Ich mache das nur als Tagebucheintrag hier. Das ist wie so ein digitales Tagebuch. Für die Erinnerung. Finde ich ganz cool. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich mache das alles hier spontan. Ich plane das nicht. Ich gebe da irgendwo was ein bei Komoot, das. Dann habe ich eine Tour. Ich gucke mir die Tour auch nicht wirklich an. Entdecke die Dinge einfach unterwegs. Ja, ich habe kein Skript. Rede frei. Bis auf die Hook. Aber das werde ich auch absolut... nee, da kriege ich eine Krise. Ich habe das heute Morgen... Nee, ich mache das alles frei. Sprechen. Alles spontan, alles was passiert, ist einfach spontan, nichts geplant. Das ist für mich mehr authentisch, echt, persönlich. Heute ist jetzt nicht so krass viel passiert, finde ich. Aber ja, wie gesagt, ist ja nicht geplant. Ne? Genau, so, hiermit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ich glaube, meine eigene Wette kann ich nicht halten. Der Weg macht mich jetzt hier kaputt. Ja, unten schöne. Da bin ich unten gerade noch gewesen. Wow. Das zieht mein Pace natürlich richtig runter. Ich muss gleich was trinken. Wichtig ist, dass ich den Zug um 3:45 kriege. Stunde später. Aber passt. Genau. Ja, ich muss was trinken gehen. Also, ja, wahrscheinlich hast du vorgespult. Egal. Naja, so, schön, dass du bis hier dran geblieben bist. Bis gleich und ich freue mich, wenn wir uns gleich mal wiedersehen. Alles klar? Scheiße, der Teufelsstieg, der kann echt was. Heute habe ich gerade schon wieder so viel geredet, aber kommt das hier rüber? Ich soll da jetzt hoch. Heilige Scheiße. Ja, also, auf geht's. Hier auf dem Eters-Klippenweg gefällt mir wirklich gut, macht Spaß. Hier unten schön der Abhang, das mag ich unheimlich. Wurzeln, Steine im Weg, geil.
geil. So, ich weiß gar nicht, ich habe immer noch nicht geguckt, ob ich, ja, mir ist es mittlerweile eigentlich auch egal. Ich denke, ich kriege den Zug, aber ich schaffe nicht die 5 Stunden. Die sind, glaube ich, rum. Ja, ich kann ja mal gucken. Also, ja, es ist 15:03 Uhr. Bin jetzt drüber. Ja, ich schätze, 40 Minuten habe ich da insgesamt vertrödelt. Ich muss aber auch sagen, diesen Teufelsstieg jetzt gerade, den hatte ich nicht. Habe ich gar nicht mit gerechnet, dass so ein Weg heute kommt. Oder jetzt hier der Etersklippenweg, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe gesehen, Molkenhaus, da gehe ich vorbei. Und ich war ja mit den Kindern, als ich bei den Rabenklippen gewesen bin, die Luchstour gemacht habe. Da sind wir dann hinter Molkenhaus und dann zurück nach Bad Harzburg. Da sind wir aber ja, über die Teerstraße da gelaufen, über die Asphaltstraße. Die hat sich ewig gezogen. Die war langweilig, die war trist. Diesen Weg hier kannte ich jetzt noch nicht. Der kann was, der macht Spaß hier. Schön ein Serpentinweg hier, geil. Ist natürlich schon krass, Laub. Unter dem Laub ist Eis. Ja, macht aber Spaß. So, dann bis gleich. Ich rede schon wieder viel zu viel.